Wir sind für den ersten Sommersturm des Jahres hoch an die Nordsee gefahren, um dort bei 40 Knoten kiten zu gehen und vor allem ein Cold Hawaii Games Entry Video für mich zu filmen. Man kann sich bei den Cold Hawaii Games nur bis zum 1. August bewerben, was für uns bedeutet, dass wir nur diese eine einzige Chance haben. Let's go! Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ihr seht schon an meinen Haaren, es ist richtig windig und wir befinden uns schon in Dänemark. Zeig mal Svenja hier. Es ist auf jeden Fall windig, aber heute ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, ein bisschen rumkiten, ein bisschen Spaß haben, sondern wir haben eine richtige Mission. Wir sind extra hochgefahren, um Cold Hawaii Games Entry-Videos für mich zu filmen, weil ich habe Bock auf eine Competition. Ich wollte Cold Hawaii Games immer mal machen und das Entry, also die Entry-Periode, wo man Videos schicken kann, die ist jetzt auf. Das heißt, wir sind schnell hochgefahren, haben den Sturmtag hier abgefangen, aber leider hat das alles nicht so funktioniert, wie wir dachten. Also wir sind jetzt in Agger, in Krieg. Aber der Wind hat nicht ganz gepasst und deswegen planen wir gerade ein bisschen um. Wir nehmen euch bei allem mit, was jetzt passiert. Schauen wir nach einem besseren Spot. Svenja ist dabei, Dom ist hinter der Kamera und filmt die Entry-Videos. Und ja, ich hab Bock, wir gehen rein, let's go. So Leute. Aber wir waren ja schon draußen, wie gesagt, es war windig. Wir gucken jetzt, wo wir gesprungen sind mit Wu. Einmal reinschauen, was das Ganze uns hier jetzt erzählen will. Ich sag, Schätzung, jeder schätzt jetzt, okay? Ich sag, waren 17 Meter. 17 Meter, sage ich. Ich sag 18. Was sagst du? Er droppt jetzt 12, sage ich. Ja, er sagt 12. 11,5. Und die Wu sagt 9. 16,5. Was habe ich gesagt? 17 und ich sag 18 auf jeden Fall. Okay. Einer war... Ich habe 17, du hast 16,5. Das ist sehr spezifisch. Einer hat mal höher getippt, sage ich. Ich sage euch, Freunde, das ist deutscher, dänischer Sommer. Das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Ich komme ja auch gerade aus Mykonos, habt ihr im letzten Vlog wahrscheinlich gesehen. Da war das alles noch entspannt. Ich dachte, jetzt ist Sommer, alle reden von Hitzewelle und so in Deutschland. Ich komme her, nix Hitzewelle, gar nicht. Oh, Download completed. So Leute. Hier hätte ich euch jetzt eigentlich erzählt, was der höchste Sprung der Session war. Das erfahrt ihr aber in diesem Video noch nicht. Stattdessen dürft ihr alle in den Kommentaren raten, wie hoch der höchste Sprung des ganzen Videos war. Und unter allen Leuten, die kommentieren und mir folgen, verlose ich dann eine Wu 4.0. Damit ihr in Zukunft nicht mehr raten müsst, sondern genau Bescheid wisst. Damit ihr aber ein besseres Gefühl für die Höhe in diesem Video kriegt, geht es jetzt erstmal weiter mit unserer ersten Sturm-Session in Agger. Pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Then on that hill, you gon' die on it. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Haben wir heute. Das passt. Ja, Bock doch. Ist gut. Ist fair, nicht 12,4. Ist wichtig. Ich hab 14, ist auch okay. Fan, stark. Oh. Ist das PB auf jeden Fall bei den Frauen hier, sage ich. Ja, ist es. Gut, wir gehen jetzt einkaufen, Essen holen und dann planen wir weiter. Nach einer ordentlichen Stärkung entschieden wir uns dann nochmal 3 Stunden in einen anderen Spot zu fahren, an dem ich vorher noch nie kiten war, um dort alles auf eine Karte zu setzen. Guten Morgen, meine Freunde. Willkommen an Spot X. Mikro ist gar nicht an, oder? Doch. Ah, okay, Freunde. Ja. Wir machen Spot-Report. Hier so wenig Wasser. Was ist denn da? Das ist leider ein bisschen wenig Wasser. Sven, hast du Bock? Es ist 8 Uhr oder 9 Uhr mittlerweile. Ich bin echt müde. Ich sag ehrlich, hätte ich euch nicht geweckt, wärt ihr gekommen? Um 9. Um 9? Um 9. Ich war um 7:30 Wecker gestellt, wach, dachte, boah, soll ich die wecken, soll ich die nicht wecken? Hier, Azepeng war fürs Wecken zuständig. Ich war halt so richtig so unsicher, wisst ihr, wenn man nicht weiß, ob man den bringen kann oder ob man dann so das Arschloch ist, wenn man die anderen weckt. Aber egal. Heute ist wichtig, deswegen war ich halt mal das Arschloch. Jetzt umziehen. Umziehen? Ja, umziehen. Kiten und erste Session reinkriegen, dann machen wir Mittagessen und später trainieren wir noch. Erste Session ist aber Entries machen. Mhm. Aha. Let's go. Ja, nein, vielleicht? Was sagt er? Was willst du machen? Im Endeffekt ist jetzt hier ein bisschen wenig Wasser. Das ist das einzige Problem.
Aber der andere Spot, wo wir gestern waren, war auch nicht besser. Auch wenn das Wasser an unserem ausgewählten Spot an diesem Tag nur knietief war, entschieden wir uns trotzdem aufzubauen. Wir wussten nämlich, dass wir nur diese eine einzige Chance bekommen und ein Wechsel in einen anderen Spot jetzt nicht mehr möglich ist. Seid ihr für OnlyFans oder ist das für wen? Ja, das ist für OnlyFans. Unten im Link könnt ihr mich alle abonnieren. Monatsabo kostet 15 €. Da gibt's Foodfacts. Gibt's Fußbilder. Ja, und für irgendwie 35 € im Monat ziehe ich mich auch aus. Also, ist auch kein Problem. Mach auch Special-Anfragen. Einfach unten auf den Link könnt ihr alles einsehen, was es so gibt. Exclusive Content. Exclusive Content ist der Schiffvolumen auf den Neuner. Das ist schon zu viel Exclusive Content, meine Freunde. Let's go. Leute, ich habe schon gesehen, die neue KaiORX Umziehtasche, die Svenja und ich benutzt haben. Es ist echt praktisch, könnt ihr eure Schuhe reinpacken, auch vor allem Neo-Schuhe, wenn die sandig sind. Es ist eine extra Tasche drin, damit das nicht alles in einem Sack liegt. Wenn ihr das Video seht, sind die auf jeden Fall draußen und ihr könnt die über den Link in der Bio bestellen. Schaut da auf jeden Fall mal rein und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt aufs Wasser. Let's go! Viel zu handysüchtig, der Junge. Ja, der hat geschmeckt! Er hat richtig geschmeckt. Aber ich hätte noch eine Rotation mehr machen müssen, aber egal. War doch trotzdem nice. Den kann ich auf jeden Fall schon mal nehmen. Ja. Jetzt brauche ich finde, vielleicht probiere ich den noch mal mit einer Rotation mehr. Aber die Böe war halt echt gut. Ja, die Böe war Wenn scheiße man gut. die Böe kriegt, fliegt man. Aber man kriegt halt meistens keine. Ja. So Leute, wir haben glaube ich das Entry gemacht. Aber wir haben ein paar geile Tricks gehabt und auch auf Kamera. Und es sieht auch echt gut aus. Aber ich glaube jetzt filmen wir einfach so noch ein bisschen und kalten so und hoffen, dass das auf jeden Fall reicht. Ich meine, im Endeffekt müssen die Judges das eh entscheiden und viel dran ändern können wir eh nicht. Der stärkste Wind war jetzt im Morgen und jetzt können wir einfach noch ein bisschen trainieren, ein bisschen kiten. Domme filmt noch ein bisschen. Da geht Domme auch noch mal raus. Let's go! Willkommen in der Küche. Wir machen Nudeln mit Pesto, ganz simpel. Svenja kriegt auch was und Svenja macht gerade auch Kaffee. Also werden wir jetzt ordentlich gestärkt und gehen dann später vielleicht nochmal mit dem 9er oder dem 8er raus. Can ist jetzt auch da, ist auch sehr geil. Das heißt, wir haben jetzt auch nochmal mehr, wie sagt man, noch mehr Können am Spot als vorher, was natürlich sehr sick ist. Der ist auch eben schon das Landcap gesprungen, also sehr geil. Und sonst...
Noch ein gutes. So Leute, ich habe jetzt 1-2 Stunden Pause gemacht. Wahrscheinlich eher sogar 3. Hab schön Nudeln gegessen, den anderen ein bisschen zugeguckt. Und jetzt bin ich wieder auf dem Wasser. Schön leer immer noch. Hier seht ihr. Perfekter Spot. Jetzt ist der Wind sogar noch mal ein bisschen loftiger geworden. Also man wird hinter der Mole richtig hochgezogen. Das heißt, jetzt geben wir noch ein bisschen Vollgas. Let's go. Gewesen für mich. Ich habe in Griechenland diesen Backflip gelernt, also nach der Backroll den Backflip. Und jetzt nochmal mit Boardspin. Sehr nice. Ich hoffe, Dom hat den gefilmt, aber ich glaube, er hat ihn. Und ja, ihr müsst euch mal den Spot angucken, das ist ja so geil. Haben mir schon viele davon erzählt, aber hier es ist echt schön hier. Ja, sind ja nicht so begeistert, dass wir hier kiten. Und das ist eigentlich so der Mainfischer, also der ist der Goat, weil er ist krass, ne? Ja. Und ich bin so hingegangen, habe so gefragt, was hast du so gefangen? Und bin einfach mal ganz offen hingegangen, nachdem er böse geguckt hat. Meinte er so, er hat erstmal Handy aufgemacht, ganzen Fotos, Videos, alles gezeigt. Bruder, was er fängt? Also er fängt erstmal so ganz viele Platten, diese Schollen, aber halt auch, der hatte auch in seinem Boot so eine Mefo. Richtig fettes Silber, aus dem Netz aber. Fängt er da ab und zu mal, hier ist auch ein guter Spot zum Angeln. Geil. Digga, also, lass morgen angeln. Morgen? Morgen. Morgen gehen wir kiten. Morgen ist Wind. Ja, dann gehen wir morgen nicht angeln. Aber der war auf jeden Fall ultra nett und wenn du halt so nett bist und auf die Menschen zugehst, war er halt dann auch so offen. Ja, und dann hat er auch so uns noch beim Kiten gefilmt und alles. Echt jetzt? Ja, er war richtig begeistert und wie geil. hat uns noch beim Kiten gefilmt und so. Und er macht das beruflich komplett, also das ist komplett Fischer. Und das macht er mit dem Boot. Also nicht irgendwie Kutter, nicht irgendwie angeln, einfach mit dem Boot raus, Netze hier legen. Also echt krass und der war auch begeistert von uns. Boah, weißt du, was heftig wäre? Ja, wenn wir ihm das so einen dazu. Fisch abnehmen könnten. Ist das stumpf, Alter. Alter, einfach die Profis, wirklich. Nein. Das ist einfach, ich erkläre euch, warum wir das machen mussten. Okay. Also folgendes. Das hier ist so eine Mole, ne? Da kommt der Wind rüber. So, wenn man jetzt den Kite landet, ist natürlich kacke, weil man ist so klein und dann ist man im Windschatten und dann ist alles verwirbelt. Geht nicht, oder? Ja. Geht nicht. Und wenn man jetzt einfach... Lösung. Ganz schnell, bam bam. Lukas auf meine Schultern, Svenja top gelandet. 1A, Digga. Boah. Besser jetzt nicht laufen können. Nach dieser perfekten Landungsaktion entschieden wir uns dann einzupacken. Die nächsten Tage sahen auch noch perfekt aus, weshalb wir noch am Spot blieben und weiter trainierten. Wie es jetzt mit den Cold Hawaii Games weitergeht, das werden wir bald erfahren. Und wenn es dieses Jahr noch nicht gereicht hat, dann trainieren wir nächstes Jahr noch härter, bis wir uns endlich einen Startplatz für dieses tolle Turnier sichern. Denkt auf jeden Fall dran, die neuen Kiteworks-Produkte abzuchecken und einen Kommentar mit eurer Schätzung für den höchsten Sprung in die Kommentare zu schreiben, plus mir zu folgen, um eine WU 4.0 zu gewinnen. Für alle, die jetzt immer noch nicht genug haben, gibt es jetzt hier nochmal eine kleine Background-Story über unseren Trip. Ich sag schon mal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Vlog. Wir sind erstmal 7 Stunden von Cuxhaven nach oben gefahren. Also ich war komplett gebrochen und dann die ganze Strecke nochmal zurück, weil der Spot kacke war. Die Leute im Vlogs haben es gesehen. Wir waren in Kolonne, vor mir ist Svenja, hinter mir Domme und ich hatte einfach Tempomat, wir sind so zusammengefahren. Die ganze Zeit, so 3 Stunden, die Strecke war komplett gleich, monoton, nix. Und dann komplett Schlafwagen und Svenja ruft mich an, ich rede mit Svenja. 2 Minuten später, nach dem Telefonat, dachte ich mir so,
eigentlich muss ich mal Domme Bescheid sagen. Domme ist ja hinter mir gefahren. Das heißt, ich habe mich so ich fahre so und er war im Auto hinter mir und ich drehe mich so um und rede so 2 Sätze so, yo Domme, ey, das und das. Und dann merke ich so, nein, Digga, das ist mir gerade nicht passiert. Digga, so psychisch am Ende bin ich, dass ich jetzt schon denke, wenn jemand hinter mir fährt, dass ich mich einfach umdrehen kann und mit ihm rede. Und ich habe wirklich so richtig so, Oh nein! ey Domme, ey, Svenja meinte eben, wollen wir da pennen? Und ich erzähle so und dann merke ich so, nein. Da habe ich mich dann so richtig erwischt gefühlt, wie als hätte das jemand so aufgenommen. Oh. Das war ein ganz peinliches Gefühl und danach mussten wir noch 1,5 Stunden weiterfahren. Und ich da die ganze Zeit so, Digga, nein, ist mir nicht passiert. Vergiss es ist mir nicht passiert. Oh nein, wie gut. Ja, und danach sind wir dann irgendwann angekommen und direkt schlafen gegangen. Und dann heute Morgen Entry gefilmt.